Woher nehme ich die Motivation zu leveln? Tja, was willst du sonst machen in Flife? Das Spiel besteht förmlich fast nur aus Leveln. Auch ein paar andere Sachen, aber überwiegend aus Leveln. Das ist so eine Zwangsstörung, wenn man seit 10 Jahren levelt, macht man das irgendwann gerne? Dreckiger Hater. Das kann ich auch über dich sagen, Mister, ich bin League of Legends süchtig. Frauen sind time-consuming? Dann soll sie gefälligst auch Flife spielen. Für wen hält die sich? Für jemanden, der kein Flife spielen darf, soll, kann? Sir. Ich glaube, hier muss mal Tacheles geredet werden. Pillen haben so lange Cooldown. 10 Sekunden, aber ja. Was mich halt nervt ist, in Flife PC war es halt so, jede Pille hat ihren eigenen Cooldown, was ja auch irgendwie Sinn macht, weil die ja unterschiedlich viel heilen. In Flife Universe ist es egal, welche Pille, alle haben 10 Sekunden Cooldown. Ziemlich dumm. Außerdem, wenn er wirklich in Dubai wohnt, muss er kein Millionär sein, um in Dubai zu wohnen. Also höchstwahrscheinlich schon, aber nicht zwingend. Und dort gibt es ja Lamborghinis wie bei uns Opel Astras. Und es ist ja ziemlich leicht, sich neben den Lamborghini zu stellen und zu fragen, hey, kann ich ein Foto machen? Und da das ja dort gar nichts Besonderes ist, wird bestimmt jeder Zweite sagen, ja, klar, mach. Kann ich so aussehen lassen, als wäre das mein Lambo? Okay. Kannst du mir die Autoschlüssel geben? Klar. Kann ich eine Runde um den Block fahren ohne dich? Okay. Ist immer indoors? Ja. Der fragt, Alter, kann ich kurz eine Runde damit drehen? Und die sagen alle, ja klar. Juckt mich nicht, wenn du ihn klaust. Ich habe 10 davon. Juckt nicht. Der macht sich das zum Nutze, dass er in Dubai wohnt. Glaub mir, das ist dort so. Ich wohne in Bayern. Deshalb trinke ich Adelholzener. Adelholzener aus Bayern. In Bayern trinkt man Adelholzener. Du hast angefangen, Envy Farmer zu erstellen, der absolut keinen Bock auf... Hab absolut keinen Bock auf die Low-Levels. Ja, da habe ich auch keinen Bock drauf. Hab momentan auch heftig keinen Bock, einen neuen Chart zu erstellen. Manchmal hat man so irgendwie so ein Bedürfnis, oder früher hatte ich das bei Flife PC, da hatte ich manchmal so ein bisschen so ein Bedürfnis, irgendwie, keine Ahnung, wenn du so monatelang farmst, einfach nur High-Level, jeden Tag mehr oder weniger das Gleiche. Man hat ja irgendwann eine Routine, was man so macht oder so. Ab und zu ändert man es vielleicht mal, aber meistens irgendwann hat man ja eine gewisse Routine, was man so macht, einfach wenn halt nichts Neues kommt, wenn kein Update kommt, wenn kein neuer Content kommt, whatever. Und irgendwann hatte ich manchmal das Gefühl, Mann, ich muss jetzt einfach einen neuen Char erstellen und selbst wenn ich eigentlich gar keinen Bedarf dafür habe oder ich habe gar keine Aufgabe für den jetzt speziell, einfach Bock drauf. So alle paar Monate habe ich mir irgendwann mal nochmal einen Char gemacht. Und meistens ein bisschen Events gefarmt mit dem und irgendwann habe ich ihn dann wieder stillgelegt, weil ich dann gesagt habe, naja, eigentlich brauche ich ihn gar nicht. Oder so. Oder habe ihn dann zu einem Dungeon Downer gemacht oder sowas. Aber in Flife Universe habe ich dieses Bedürfnis irgendwie überhaupt nicht. Ein Grund ist sicherlich auch das mit dem Inventarplätzen und so, weil du halt wirklich alle Quests machen musst und so, bis der Char wirklich voll einsatzbereit ist und du musst ihn hochleveln, was deutlich länger dauert als damals in Flife PC. Ist schon nicht so cool. Ist nicht so cool. Warum spiele ich eigentlich kein WoW? Na, weil ich Flife spiele. Ich spiele auch schon Flife. Flife ist schon etwas kompliziert manchmal. Kommt drauf an, würde ich sagen. Ich würde sagen, es ist weniger kompliziert, als manche Sachen muss man einfach wissen und das Spiel sagt es dir nicht. Ich würde es eher so formulieren. Das Spiel sagt dir halt im Endeffekt nicht, wie irgendwas funktioniert, also wirklich gar nichts. Das Spiel sagt dir so gut wie nichts, also außer halt Basics. Es gibt dieses Pang-Tutorial. Der erklärt dir halt, wie man springt, wie man läuft, wie man die Kamera dreht, wie man Partyfenster öffnet, Statusfenster, Skillpunkte, Stats und so weiter und so fort. Der erzählt ja die absoluten Basics. Aber wenn es halt wirklich ins Detail geht, zum Beispiel wie funktioniert Element, was bringt Element, bei welcher Klasse bringt Element was, wie funktionieren, keine Ahnung, gewisse Skills,
selbst sowas wie Party-Skills werden jetzt gleich nicht im Detail nochmal erklärt. Gibt es ja auch so. Also, viele Sachen sind weniger wirklich kompliziert, als vielmehr. Es wird ja literally vom Game überhaupt nicht erklärt. Es wird ja nicht nur nicht schlecht erklärt, es wird ja einfach überhaupt nicht erklärt. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Problem oder das Ding. Also meiner Meinung nach zumindest. Was für viele Leute halt es so schwer macht. Aber eigentlich ist es nicht schwer, wenn es das Spiel dir einfach sagen würde, dann wäre es nämlich gar nicht schwer oder kompliziert, sondern es ist einfach so, das Spiel sagt es dir halt einfach nicht. Und das ist eigentlich so der springende Punkt, das Problem. Das ist doch etwas, was ich nie wirklich verstanden habe, aber das wird sich wohl niemals ändern. In 20 Jahren vielleicht. Wenn Videospiele nur noch von AI programmiert werden. Und es gar keine Entwickler mehr geben wird. Wir steuern wirklich auf eine sehr dunkle Zukunft zu, wo Menschen einfach überflüssig sind. RIP. Wenn du an AO8 denkst, kommt dir so eine Schachtel After 8 ins Gedächtnis. After 8 sind halt absolut ekelhaft. Das ist das ekelhafteste, was es gibt. No front, aber es ist ekelhaft. Die sind gut. Nein. Minzschokolade hat was. Ein Aftertaste von Stuhlgang.